In der heutigen digitalen Welt ist es nicht überraschend, dass Unternehmen zunehmend virtuelle Technologien zur Ausbildung und Onboarding neuer Mitarbeiter einsetzen. Im Rahmen der Lehrlingsaus- und Weiterbildung der Wiener Linien sollte ein immersives VR-Erlebnis entstehen, das die komplexe Montage und Einrichtung eines Stromabnehmers in der virtuellen Realität zeigt und lehrt. Um die Montage des Stromabnehmers digital zu erfassen, wurde zunächst vor Ort eine ausführliche Dokumentation mit Bildern und Videos erstellt. Auf Basis dieser Dokumentation haben wir den Prozess im nächsten Schritt in ein Flussdiagramm überführt und nach Abnahme durch den Kunden in VR umgesetzt. Dieses Flussdiagramm bildete die Grundlage für die Entwicklung der VR-Anwendung, die Sie nun im nächsten Video sehen werden. Der Lehrling startet in einer virtuellen Werkstatt und wird von einem Audioassistenten Schritt für Schritt durch die Anwendung geleitet. Zusätzliche visuelle Hilfestellungen ermöglichen ein einfaches und geführtes Erlernen des Montageprozesses. Bei der Entwicklung der Applikation wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache Bedienung der Oberfläche gelegt, um eine breite Palette von Lehrlingen mit unterschiedlichem technischen Vorwissen anzusprechen. Durch die Interaktion in einer virtuellen Trainingswelt werden die gleichen psychologischen und physiologischen Bereiche des Gehirns aktiviert wie in der realen Welt. So werden Lerninhalte nachhaltiger vermittelt und im Bewusstsein der Auszubildenden verankert. Diese Technologie macht das Lernen zu einer realen und messbaren Erfahrung, die effektivere und effizientere Lernergebnisse ermöglicht. Neben dem regulären Übungsmodus steht auch ein Prüfungsmodus zur Verfügung. In diesem Modus werden nach Festlegung des Prüfungsnamens und Eingabe der Teilnehmerdaten sämtliche Hilfsmittel in der virtuellen Realität deaktiviert. Aufgrund der vorangegangenen Übungsdurchläufe ist der Auszubildende nun dazu angehalten, den Stromabnehmer ohne jegliche Hilfestellung korrekt einzustellen. Im Unterschied zum Übungsmodus werden die benötigten Bauteile in diesem Szenario nicht automatisch bereitgestellt. Stattdessen müssen sie über das Auswahlmenü in der richtigen Reihenfolge manuell in die Szene geladen werden. Wird ein falsches Bauteil ausgewählt, wird dies als Fehler gewertet. Um die Skalierbarkeit der virtuellen Ausbildung zu erhöhen, wurde ergänzend noch eine Desktop-Applikation mit demselben Ausbildungsschwerpunkt entwickelt. Durch die einfache Handhabung mittels Tastatur und Maus kann diese Anwendung auf den Computern der Auszubildenden ausgeführt werden und trägt somit zur Vertiefung der Lerninhalte bei. Lernende können jederzeit und von jedem Ort aus auf die Schulungsinhalte zugreifen, was enorm die Flexibilität bei der Ausbildung erhöht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass digitale Schulungen mit interaktiven Programmen eine hervorragende Möglichkeit sind, um Schulungsinhalte effektiver und effizienter zu vermitteln.